Hallo, mein Name ist Sos, auch Niki genannt, und ich begrüße dich herzlich zum Cosmic Talk, einem Eigenformat von einem Videopodcast. Ich möchte mit dem Cosmic Talk gerne deine innere Heilung von verschiedenen Blickwinkeln angehen und betrachten. Dabei teile ich meine persönlichen Erfahrungen, mein Wissen sowie wichtige Theorien zur psychologischen, körperlichen, geistigen und spirituellen Entwicklung. Der Mensch bewegt sich aus Erfahrung und nur durch das Teilen dieser Erfahrungen wird Veränderung überhaupt sichtbar. Diesen Leitsatz möchte ich gerne weitertragen. Ich möchte zeigen, welchen Weg ich selbst gegangen bin und damit eure innere Handlung, deren Heilung und Wachstum ankurbeln, um an den Ort zu gelangen, wo ihr im tiefsten Inneren gern sein möchtet oder einen Wunsch zu verwirklichen, der bis und mit heute nicht erreichbar zu sein schien. Durch die Psychosynthese und meine Perspektiven möchte ich euren Blick erweitern. Ich möchte eure bisherigen Ansichten bestätigen, hinterfragen oder euch die Möglichkeit bieten, eure Anliegen und Fragen näher zu beleuchten. Die Psychosynthese ist kurz gesagt die Philosophie des Individuums und bedeutet, dass eine ganzheitliche Heilung angestrebt wird. Alle Ebenen werden gleichermaßen betrachtet und individuell angegangen. Dabei geht es nicht um allgemeine psychologische Standardlösungen und Konzepte, die oft wenig individuell angehaucht sind. Die Schemata in der Psychosynthese sind vielmehr visualisierte Ansätze, die als Ausgangspunkt dienen, anstatt ein festgelegtes Ende darzustellen. Was bedeutet, dass dein innerer Prozess angestrebt, angekurbelt und betrachtet wird. Manche Krankheitsbilder oder therapeutische Konzepte tun dies heutzutage nicht mehr und ich möchte gerne das Wissen, welches ich aufgebaut habe, mit euch teilen. Und nun möchte ich zum heutigen Thema voranschreiten. Der systematische Druck. Der systemische Druck? Das ist ein weitreichendes Thema. Es gibt viele Aspekte, die ich hier anschneiden könnte, aber ich fokussiere mich in diesem Podcast auf meine persönliche Erfahrung von Anfang an. Ich werde die Theorie auch anschneiden, jedoch kürzer als im vorherigen Podcast. Der systemische Druck, beginnend bei meiner Pflegeausbildung, die relativ schwierig war zu handeln, weil ich war in einem kleinen Altersheim. Und in diesem Altersheim haben die Chefen immer mal wieder gewechselt, sowie auch meine Berufsbildnerin immer mal wieder gewechselt hat. Ich hatte sogar zeitlang gar keine Berufsbildnerin und musste dann die Sachen quasi selbst erlernen oder halt die Mitarbeiter fragen, die aber schulisch natürlich nicht mehr auf dem gleichen Stand waren, wie wir es in der Schule gelernt haben. Und dann kam der Fall der Fälle, der hat mir gezeigt, dass das System so nicht funktionieren kann. Zumindest nicht auf individueller Basis. Ich wurde beurteilt von einem Büro, welches mit dem Auto 30 Minuten entfernt ist von dem Ort, wo ich gearbeitet habe. Also in Bruck waren die übertrieblichen Kurse, sowie auch eigentlich mein Anstellungsort, die Gesundheitsorganisation des Kanton Aargaus. Ne? Habe aber gearbeitet in Baden, in der Rosenau. Und da ich niemanden hatte, haben die mich einfach beurteilt. Also, die waren nicht bei mir auf der Arbeit und haben geguckt, wie ich arbeite. Die haben mich einfach beurteilt. Fand ich nicht in Ordnung. Finde ich heute immer noch nicht in Ordnung. Das ist ein No-Go. Weil, das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht jemanden beurteilen, den du nicht kennst. Habe ich mich sehr, sehr, sehr schlecht gefühlt. Die Beurteilung war, ich sag jetzt mal, 50% befriedigend und 50% nicht so befriedigend. Habe ich aber auch so ausgedrückt. Dann kam die Frau dann auch vorbei. Zum Glück bin ich so offen und ehrlich und direkt. Und die Frau, die hat dann quasi das Ganze mit mir halt nochmal angeschaut, wo ich nicht zufrieden war und hat eine neue Beurteilung gemacht. Wenigstens ist das dann quasi passiert. Aber stellen wir uns jetzt mal Leute vor oder Menschen vor, die das vielleicht in dem Alter, weil ich war 14, 15, nicht gemacht hätten. Die das einfach akzeptiert hätten
dass sie jetzt von kilometerweit entfernt beurteilt werden und haben das jetzt zu akzeptieren. Ja, systemischer Druck. Brutales Erlebnis, finde ich, für mich. War nicht schön. Dann ist für mich auch ein Fakt im systemischen Druck, dass man nicht mehr auf das Talent quasi beachtet oder betrachtet wird, sondern nur noch über die Leistung. Naja, das hat man ja schon im Podcast vorher. Im Cosmic Talk 1, die emotionale Nacktheit. Viele bekommen die Wertschätzung nur noch über Leistung. Was für mich keinen Sinn macht. Weil mich interessiert der Mensch. Mich hat der Mensch schon immer interessiert. Ich habe diese Ausbildung sehr, sehr gerne gemacht in der Schule. Weil in der Schule war die Theorie da, ich konnte mich auf die Theorie abstützen, ich konnte lernen, welche Medikamente gibt es, welche Krankheitsbilder gibt es, welche psychologischen Aspekte gibt es, wie kann ich den Menschen dahingehend unterstützen. In den übertrieblichen Kursen konnten wir das lernen und im Arbeitsfeld konntest du alles nicht anwenden. Weil du hast keine Zeit, du wirst dafür ja nicht bezahlt und. Für was lerne ich das dann? Für was lerne ich, den Menschen kennenzulernen, wenn ich es dann nicht anwenden darf? Hä? Macht mir überhaupt keinen Sinn. Dementsprechend, mich interessiert der Mensch, mich interessiert, wie er sich fühlt, mich interessiert, was er denkt, mich interessiert, was in ihm vorgeht. Deswegen auch mein Weg bis und mit heute zu meiner eigenen Selbstfindung, die immer noch dran ist, weil du niemals enden wirst, quasi. Bis ich sterbe, werde ich daran arbeiten oder mich darauf auslegen auch. Was fühle ich und warum fühle ich das? Warum geht's mir nicht gut? Warum geht's mir gut? Was sind die Unterschiede? Was kann ich machen, um das auszuhalten? Was kann ich machen, um mich selbst zu unterstützen? Weil das Außen interessiert ja nicht. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich im systemischen Druck ganz klar gemacht habe. Es ist ja auch, wir nehmen vom Elternhaus ganz, ganz viel mit. Sei das jetzt gut oder schlecht. Das hängt selten mit dem Ziel zusammen, welches das Kind hat. So. Weil, wenn im systemischen Druck in der Arbeitswelt die Talente unterdrückt werden, was passiert bei den Eltern? Die arbeiten ja in diesem Arbeitsfeld und haben die Zeit gar nicht, um für das Kind effektiv da zu sein und das zu geben, was das Kind benötigt. Ich meine, die hatten ja keine Ausbildung. Die müssen jetzt einfach dieses Kind generieren, weil sie dieses Kind generieren vielleicht wollen oder aus Versehen, kommt ja drauf an. Und dann hat man dieses Kind. Und nun? Eigenheilung im systemischen Druck ist das A und O, um ein Kind zu unterstützen. So zu unterstützen, damit das Kind sich in seinen Talenten und in seiner eigenen Inspiration fortbewegen kann und sich wohlfühlt. Sehr, sehr schwierig zu erreichen, gibt keine Formel X, weil das ist individuell. Da braucht der Mensch und die Eltern brauchen ein Gespür für das Kind. Das ist dasselbe wie bei Tieren. Wenn ein Tier immer fressen will, zum Beispiel, braucht es wahrscheinlich sehr, sehr viel Disziplin. Das ist ja nur eine Reflexion meiner selbst. Weil wir alle sind Lebewesen und wir hängen alle miteinander zusammen. Und diese Energien, die auf mich zurückfallen, gebe ich auch nach außen. Ich hänge ja von meinem Umfeld automatisch ab. Hatten wir ja ebenfalls im ersten Podcast mit dem Whirlpool, mit dem Wasserstrudel. Dann möchte ich gerne zum kurzen Theorie-Part gehen. Und zwar ist das einmal das Thema Angst, welches ich angucken möchte, weil der ausschlaggebende Punkt im systemischen Druck ist nicht nur die Arbeitswelt. Es ist zum Beispiel auch die Politik, die uns vielleicht jetzt im Moment gar nicht betrifft. Amerika zum Beispiel. Russland. Das sind jetzt einfach die zwei großen Metropolen. Es gibt noch viel mehr. Weil jedes Land hat eine Politik. Und jedes Land könnte uns beeinflussen. Es kommt darauf an, wie viel Macht sich dieses Land gibt. Und von der Geschichte her auch, welchem Land Macht genommen wurde. Siehe Deutschland zum Beispiel. Es ist extrem wichtig, dass man systemischen Druck nicht einfach auf ein Part runterschiebt. Weil, wie im Ei-Modell schon beschrieben, hängt alles miteinander zusammen. Es ist ein großes Netzwerk an Energien. Wenn man die Welt anschaut und sich ganz ehrlich darüber Gedanken macht,
hat man Weltströme, die einen jährlichen Ablauf haben. Wir haben Jahreszeiten, die einen jährlichen Ablauf haben. Tiere sowie auch Menschen, erst recht Tiere und Pflanzen, Menschen sind da viel, viel anpassungsfähiger, haben sich auch angepasst und das Umfeld verändert sich. Und die Tiere wissen zum Teil gar nicht mehr, wie sie sich anpassen sollen. Nehmen wir zum Beispiel Schneehasen, die sich im Winter zu einer weißen Fellfarbe verändert haben aufgrund der Länge des Tages. Weil der Tag kürzer wurde, wusste die Genetik des Tieres, okay, ich muss jetzt meine Haarfarbe ändern, weil jetzt ist alles weiß. Ich kann mich sonst nicht mehr verstecken vor den Habichten. Okay. Ist heute aber nicht mehr so. Weil wir haben die Erderwärmung angekurbelt. Das bedeutet, es gibt Wintertage, dort wo die Schneehasen leben, dort ist alles grün, weil alles geschmolzen ist. Das heißt, tendenziell sterben die Hasen mehr, weil sie sich nicht verstecken können. Weil die Haarfarbe nicht mehr stimmt. Gleichzeitig gibt es aber auch schon Ausnahmehasen, die das schon genetisch gerafft haben, das sind wahrscheinlich die Neugeborenen eher, die halt wieder das mitnehmen, was zum Überleben beiträgt, weil so funktioniert die Evolution. Und die haben schon gelernt, ich bleibe einfach das ganze Jahr braun. Und wenn es Winter ist, beziehungsweise Schnee liegt, ist das Risiko zwar höher, aber das gibt's ja viel weniger als quasi den grünen Boden. Oder den braunen Boden. Das ist wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Politik gehen. Angst und Politik ist sehr nah beieinander, weil was macht die Politik eigentlich? Die Politik, klar hat die Politik positive Seiten. Ich bin kein systemischer, negativer Narr, aber es gibt da so einen Punkt, der ist ein Dorn im Auge für mich. Und zwar geht es darum, in der Politik zu spalten. Weil, wenn du eine Mehrheit auf einer Seite hast, ist die Macht quasi dort. Wenn du die Leute aber spaltest, hast du zwei Camps, die sich gegeneinander bekämpfen. Oder bestreiten. Muss nicht unbedingt kämpfen sein, aber bestreiten. Die sich halt sagen, du bist doch doof, du hast doch keine Ahnung, es ist so und so und so. Also quasi auf ihrer Meinung beharren und die andere Seite gar nicht mehr wahrnehmen können, weil sie so beeinflusst sind von den Menschen, die anscheinend höher sind und reden. Aber hey, Leute, wir können auch reden. Das ist, Nur weil die jetzt in der Politik sind und ihre Meinung äußern, heißt das doch nicht, dass das das Einzige ist, was zählt. Das, was zählt, ist deine und meine Erfahrung, genauso wie deren Erfahrung. Und das ist doch jetzt nicht mehr oder weniger. Das ist doch nicht schlecht oder gut. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Das, was nicht in Ordnung ist, dass man das Spalten fördert, dass man die Angst fördert, quasi auf die andere Seite zu wechseln, falls man mal seine Meinung wechselt oder so, weil man könnte dann ja irgendwie anders behandelt werden. Leute, wollt ihr in Angst leben oder in Sicherheit? So oder so braucht's Energie. So oder so müsst ihr Sachen in Kauf nehmen, die ihr vielleicht gar nicht wollt. So oder so. Egal, ob ihr Sicherheit oder Angst wählt. Angst ist jedoch der Treiber für alles, was nicht funktioniert. Sicherheit hingegen, sagt das Wort schon alleine, gibt euch die Sicherheit, euch weiter zu bewegen. Oder vielleicht auch mal stehen zu bleiben. Ist auch okay. Wenn man das Gefühl hat, ich kann jetzt hier nicht weiter, ist das in Ordnung. Weil das Leben bewegt sich ja trotzdem und wir fügen uns den Energien, die um uns herum herrschen. Dem Wetter, den Energien, allem, was um uns herum ist. Einmal tief in euch reingehen, okay, warum habe ich mich heute nicht gut gefühlt? Und dann zu denken, was kann ich machen? Oder was habe ich das letzte Mal anders gemacht, sodass ich mich gut gefühlt habe? Es ist essentiell, um diese Angst, die uns eingeflößt wird, zu sehen. Einfach mal zu sehen. Weil vieles hat gar nichts mit uns selbst zu tun. Es gibt Sachen, die haben mit uns selbst zu tun. Das ist dann die wunderbare Zwiebel, die man dann anfängt abzuschälen, bis man irgendwann mal in dieser Mitte eventuell vielleicht noch in diesem Leben ankommt.
Der Weg dorthin zählt. Es gibt eine Vision und die verfolgt man auf dem Weg. Auch wenn die Vision nicht klar zu sein scheint. Der Weg führt dorthin. Und was bringt es uns, unser Umfeld und den Druck, den wir erleben müssen, wegzustecken? Doesn't make sense at all. For me. Um das Ganze nochmal in ein genaueres Beispiel zu packen von meinem Leben, um einen Vergleich zu machen. Ich habe 6 Jahre lang in der Pflege gearbeitet und habe mehrere Zusammenbrüche gehabt, mehrere Nervenzusammenbrüche, war freiwillig in einer Psychiatrie und bin jetzt seit 1,5 Jahren auf dem RAF, regionalen Arbeitsvermittlung, und habe mich bei der IV, Invalidenversicherung, für die berufliche Umorientierung angemeldet. Also ich warte seit 1,5 Jahren und kriege das Geld vom Sozialamt. Das ist bei uns in der Schweiz so, wenn du Geld vom Sozialamt beziehst, musst du es zurückzahlen dann, wenn du anständig verdienst und so. Das sind auch die verständnisvollsten Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Die gucken deine Situation an, haben Verständnis, sind für dich da, geben dir Antworten auf deine Fragen, wenn du Fragen hast, und zwar ehrlich und direkt. Nicht so wie bei den anderen beiden Regierungsgedöns-Dingers. Dort wird alles ein bisschen in die Länge geschoben. Man muss warten. Dann kommen auf einmal neue Restriktionen, neue Pflichten, die man auf einmal aus dem Nichts einhalten sollte. Da komme ich direkt zum nächsten Punkt. Ich wurde im November operiert. Ich konnte mich bis zur ersten Woche vom Januar kaum bewegen. Weil es anstrengend war, weil ich keine Energie hatte, weil ich sehr, sehr viel Medikamente essen musste, um den Schmerz irgendwie zu überstehen. Ja, von mir aus bin ich für euch eine Pussy, ist für mich okay, ich kann Schmerzen nicht ertragen, ich bin so. Ich unterstütze mich so gut wie es geht. Ich habe das souverän geschafft in meinen Augen. Und von mir wurde dann erwartet, ich hatte dann 3 Wochen danach ein Gespräch mit meinem RAF-Berater, den ich heute nicht mehr habe, weil das schon wieder gewechselt hat. Und der hat mir gesagt, ja, du hättest Bewerbungen einreichen sollen. War 100% krankgeschrieben. Auch wenn ich hätte wollen, auch wenn ich dieser Pflicht hätte entgegenkommen wollen, hätte ich das auch zeitnah gewusst, ich wüsste nicht, wie ich das hätte bewerkstelligen sollen. Keine Chance. Also 0 Verständnis für den menschlichen Körper, 0 Verständnis für die menschliche Psyche, einfach nur Dokumente, Dokumente, Dokumente. Systemischer Druck. Es ist ein Druck, der auf uns lastet, den wir uns nicht ausgesucht haben. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Möchte ich mich weiterhin unterdrücken lassen von einem System, welches ich nicht ausgesucht habe? Oder versuche ich mich da drin so zu bewegen, dass es für mich stimmt? Das ist ein weitgreifendes Thema. Dazu gibt es mehr zu erzählen und zu sagen als nur meine Beispiele. Jedoch bin ich in diesem Podcast da, um meine persönlichen Erfahrungen zu teilen. Und ich habe da noch ein anderes Thema dabei, welches nichts mit mir zu tun hat, aber mich sehr berührt hat. Und zwar ist das der Film Ich bin Tim. Nein, ich heiße Tim. Ich heiße Tim. Das ist Avicii. Aviciis Tagebuch wurde nach seinem Tod quasi durchgegangen, sowie seine Freunde und seine Producer wurden zusammengetrommelt und es wurde ein Film darüber gemacht, wie es Avicii ging. Avicii war sehr jung. Avicii war für mich ein kleiner Wissenschaftler in Bezug auf Musik. Er war talentiert, total talentiert, von Grund auf. Hat ihn interessiert, hat er durchgezogen und sein erstes Lied war Seek Bromance. Ohne irgendjemand hat er dieses Lied erschaffen. Dann hat er einen Producer gefunden, der ihn unterstützt. Und dieser Producer hat natürlich gesehen, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist und hat das Potenzial angefangen zu nutzen. Grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Okay? Weil es ist ja ein Fakt, wir Menschen sind soziale Wesen, deswegen auch überall diese Energien, die auf uns wirken und auch außenrum, also nicht nur wir Menschen, die ganze Welt ist ein soziales Wesen und wir interagieren automatisch miteinander, egal was ihr denkt.
Gibt inzwischen ganz, ganz viele wissenschaftliche Berichte, die das auch belegen. Um das mal noch so kurz unabhängig von meiner Erfahrung und dem, was ich sage, noch in den Raum zu werfen. Immer mehr kommt dieses Verständnis auf. Für eine Erde, die miteinander kommuniziert, egal ob wir das sehen oder nicht. Es ist da und es existiert. Avicii wurde von diesem Producer unterstützt. So weit unterstützt, dass Avicii mit Levels seinen dicksten Durchbruch hatte. Aber nach diesem Lied ging seine Gesundheit bergab. Weil Avicii in dem Tagebuch gesagt hat, er kann nicht mehr selbst kreieren. Er ist ein Sklave von Geld geworden. Weil dem Producer ging es ja dann schlussendlich nicht mehr darum, dass Avicii seine Musik machen kann, sondern dass Avicii den nächsten geilen Boomer bringt, um noch mal Millionen zu machen. Kritisch. Avicii ist an seinem letzten Tag, hat er noch seinen Leuten angerufen und gesagt, er geht nach Mumbai. Ist nach Mumbai geflogen und dort gestorben. Man weiß bis heute noch nicht so genau, was passiert ist. Man weiß, dass dort Glasflaschenscherben waren. Also es könnte ein Kampf gewesen sein mit jemandem, weil er besoffen war, nach langer Zeit wieder mal, weil die haben eine Intervention gemacht gehabt, wo sie ihm ganz klar gesagt haben, du musst aufhören zu trinken. Und diese Intervention lief nicht so, dass er sich selbst dafür entschieden hat, dass er gerafft hat, dass er das nicht mehr sollte, sondern sie haben ihn förmlich dazu gezwungen. So, und in der Psychosynthese ist Sucht und Suche sehr nah beieinander. War sogar in der Schule ein effektives Thema, also ein Seminar. Sucht und Suche, weil die Sucht benebelt deine Sinne, das, was es uns ermöglicht, das Umfeld wahrzunehmen. Und wenn wir das verschieben, nehmen wir die Welt anders wahr. Also ist Sucht nicht automatisch immer schlecht, wenn man sie sich bewusst ist und dann damit weiterarbeitet. Warum bin ich süchtig? Warum brauche ich das? Was bringt mir das? Wo möchte ich hin? Und weswegen mache ich das? Avicii hatte die Zeit nie. Wann hätte er das denn machen sollen? Er war entweder auf Tour oder hat Lieder geschrieben. Für die nächste Tour. Irre. Und dann hat er angefangen zu sagen, ich will meine eigene Musik wieder kreieren. Die war sehr düster. Und das hat er quasi auch gesungen als, oder geschrieben, produced als Tim und nicht als Avicii. Da gibt es auch ein ganzes Album davon. Sehr, sehr schöne Lieder, bekannte Lieder trotz allem. Weil er hat ja zeitlose Musik erschaffen. Das war ja immer sein Ziel. Zeitlose Musik. Und das hat er geschafft. In der Psychosynthese könnte man jetzt auch sagen, er hat sein Ziel erreicht und ist gestorben. Meiner Meinung nach war da viel zu viel systemischer Druck um ihn herum. Weil, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte es auch nicht geschafft. Erst recht nicht in diesem Alter. Ich habe, genauso wie mein Leben ist, habe ich das gebraucht. Wäre da irgendjemand gekommen, der mir gesagt hätte, du musst jetzt das, dies und jenes machen. Ich wäre rückwärts gegangen, egal wie viele Millionen ich hätte machen können. Hätte ich den Mut gehabt. Weil in diesem Alter, wo Avicii diese Seek Bromance released hat und den einen Producer angeschrieben hat, hey, was denkst du von dem Lied? Das war ein Alter, in dem er das gar noch nicht lernen konnte. Und das ist jetzt das ganze Dilemma. Er hat ganz klar von sich selbst aus gesagt, ab irgendeinem Zeitpunkt wollte ich dieses Leben einfach nicht mehr. Seine Songtexte haben ausgesprochen, wie er sich fühlt. Viele haben es gar nicht bemerkt, wie er sich fühlt. Es gab da 2 oder 3 Leute, die hätten vielleicht handeln können. Einer ganz besonders, der fühlt sich heute total schlecht. Und trotzdem muss man sehen oder darf man sehen. Und trotzdem darf man sehen, dass man nicht verantwortlich ist für ein anderes Leben. Avicii hat selbst gesagt, er wollte dieses Leben nicht mehr. So, move. Ich weiß, es ist nicht einfach, aus dem systemischen Druck auszubrechen. Erst recht nicht, wenn du damit Millionen gemacht hast, eine Hütte hast, 1000 Leute um dich herum hast, die du dann vielleicht eventuell gefühlt enttäuschst.
ist immer noch dein Leben und deine Entscheidung. Auch im systemischen Druck. Deswegen bin auch ich heute da, wo ich bin. Auch unter dem immer noch vorhandenen systemischen Druck, trotz allem, mache ich das, was sich für mich richtig anfühlt. Auch wenn die Welt um mich herum vielleicht denkt, was machst denn du? Du kannst das doch nicht machen. Es ist meine Verantwortung. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass es mir wichtiger ist, mich gut zu fühlen, als weiterhin zu leiden. Echt. Und ich ermutige euch, das auch zu tun. Egal, um was es geht. Und zum Abschluss dieses Cosmic Talks möchte ich euch sagen, was Aviciis letzter Satz in seinem Tagebuch war. Das war: Das letzte Abstreifen der Seele ist die letzte Verbindung, bevor alles neu beginnt. Das war sein letzter Satz in seinem Tagebuch. Ja. Er ist lieber mit Schmerz und Unklarheit gestorben, weil er den Druck nicht mehr aushalten konnte, anstatt eine klärende Kommunikation mit seinem Umfeld zu suchen und klar zu sagen, wie es ihm geht. Das ist traurig. Weil ich konnte das lernen. Ich hatte die Zeit dafür, das zu lernen. Und ich bin dankbar für diese Zeit. Und ich bin dankbar für jeden von euch, der das ebenfalls kann, der diese Chance erhalten hat und nicht in einem Alter in diesen systemischen Druck auf einer Höhe reingeworfen worden ist. Ja, wo man ziemlich alleine ist dann. Wo die Menschen um einen herum oftmals Konkurrenten sind. Sagt mir doch in den Kommentaren, wie ihr euch dabei fühlt. Ob ich euch mit etwas berührt habe oder ob ihr einfach etwas teilen möchtet. Vielleicht auch für den darauffolgenden Podcast. Weil ich habe jetzt noch keine Vorstellung, auf was der 3. Podcast sich aufbauen wird. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne die Inspiration mitgeben und ich kann diese Themen im nächsten Podcast mit angucken. Ich danke euch herzlich, dass ihr heute beim systemischen Druck auch aufmerksam dabei wart und ich hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen und dass wir gemeinsam den Weg weiter streiten können. Ich danke herzlich, ganz liebe Grüße, eure Source, Akaniki. Naja, was soll ich nur tun? Oh, ich glaube, der Linkshelper ist nicht ganz so passend in diesem Cosmic Talk. Oh, Büsi hat so schön weiches Fell. Das ist wunderbar. Ja, ich glaube, der Linkshelper wird irgendwo anders eingebunden in meinen Projekten. Mal schauen, wie sich dementsprechend der Cosmic Talk dann weiter auswirkt. Oh, ihr seid ja auch da und teilt meine Gedanken mit mir. Na gut, dann gucken wir doch mal, was auf uns zukommt, oder?